Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich wieder mal ein Update des UFO-Systems mache. Das letzte Video ist jetzt schon etwas länger her. Da habe ich euch das Update gezeigt, Version 21.03.03. Wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich aktuell die Version 21.05.13 drauf. Die habe ich am 25.05.2021 aktualisiert. Dazu hatte ich jetzt aber kein extra Video gemacht. Inzwischen gibt es schon wieder ein neues Update, das 21.06.03, was jetzt auch schon wieder einen Monat alt ist, aber erst seit Ende Juni verfügbar ist. Und das werde ich jetzt gleich installieren. Jetzt möchte ich euch noch kurz zeigen, was sich bei diesem Update, bei dem 21.05.13 geändert hatte. Es gab eigentlich keine großen Änderungen. Was ich gefunden habe, waren für mich eigentlich nur Verschlimmbesserungen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Radio gehe, habe ich links mein Radio, rechts im Splitscreen die Map. Und im alten Update war es so, in dem 21.03.03, dass wenn ich jetzt auf Map gehe, dass er links Map anzeigt und automatisch rechts auf Radio wechselt. Das, wenn ich mache, macht er leider nicht mehr. Das hat er irgendwie verlernt, was auch immer sie da umprogrammiert haben. Das heißt, man muss sich das Radio jetzt wieder selbst herziehen. Was dann noch ärgerlich war, nach der Installation dieses Updates sah es erstmal so aus in Android Auto bei mir. Der Splitscreen war auch nicht mehr eingestellt automatisch, den musste man selbst aktivieren. Somit hat der Pfeil hier rechts gefehlt. Das Problem ist jetzt nur, wenn man unter Setup schaut und wie früher irgendwo die Einstellung für Android Auto sucht, man findet sie nicht mehr. Man würde jetzt vermuten unter Geräteverbindung, dass das hier irgendwo drin ist. Hier gibt es zwar Telefonverbindung, aber da ist nur mein Bluetooth-Handy drin. Und auch sonst bin ich jeden Punkt durchgegangen. Ich finde es einfach nicht mehr. Ich habe dann im Motortalk-Forum Hilfe gesucht. Da wurde mir gesagt, ja, die Einstellung ist weg. Aber hier oben mit der Lupe kann man es suchen. Dafür muss man dann einfach die Telefonprojektion suchen. Schlägt er hier auch schon recht schnell vor. Und dann kann man es wieder einstellen. Okay, das ist die falsche Einstellung natürlich. 1 Minute 37 Sekunden später. Okay, ich musste jetzt tatsächlich auch nochmal für die Einstellung ein bisschen rumsuchen, bis ich kapiert habe, ich muss das Handy abstecken, dass Android Auto nicht aktiviert ist. Dann kriegt man, sobald man Telefon sucht, also in dem Fall Tele, diese Einstellung beim Anschluss über USB, USB-Telefonprojektion verwenden. Und hier kann man wieder diesen Splitscreen ein- und ausstellen. Genauso hier die Apple CarPlay-Einstellung machen für Links- und Rechtslenker. Aber man findet es tatsächlich nur über die Suche. Und das ist echt ärgerlich. Ansonsten gab es wohl noch andere Probleme. Zum Beispiel liest man beim Motortalk immer wieder, dass die PHEV-Fahrer, also mit ihren Hybridautos, vor allem der Xceed dann und auch der SW, Probleme haben mit der Anzeige des Energieverbrauchs. Dass dann zum Beispiel auf einmal Werte von 500 Liter pro 100 Kilometer angezeigt wird oder sonst was. Da scheint es auch größere Probleme noch zu geben. Das kann ich euch leider nicht zeigen. Ich habe ja kein PHEV. Aber im Motortalk Forum könnt ihr das nachlesen, wenn ihr da auch Probleme habt. Was ich jetzt machen werde, ich habe hier meinen USB-Stick vorbereitet, habe das neueste Update drauf, werde das jetzt installieren. Mal schauen, ob er es gleich erkennt. USB-Gerät wird gelesen. Ja, erkennt er sogar. Genau, wir sehen jetzt hier, ich kann das 21.06.03 Update installieren. Ich mache jetzt eine schnelle Aktualisierung. Hier auch nochmal zur Info, schnelle Aktualisierung dauert circa eine halbe Stunde. Währenddessen kann man das System nicht nutzen. Keine Navigation, keine Musik. Dafür geht es schneller. Und bei der Standardaktualisierung dauert es länger. Aber man kann noch weiter Musik hören oder Navigation benutzen. Ich mache jetzt die schnelle Aktualisierung. Fahre eine Runde, muss noch einkaufen. Da fahre ich halt den etwas längeren Weg. Genau. Hier sagt das nochmal, Aktualisierung wird ca. 32 Minuten dauern. Bei den letzten Updates habe ich es auch schnell gemacht, hat genauso lang gedauert.
Genau, jetzt prüft er die Aktualisierungsdateien und dann wird er jetzt die nächsten 30 Minuten nichts anderes machen, außer das Update. Ich melde mich wieder, wenn es fertig ist und zeige euch dann, was sich geändert hat. So, und da sind wir auch schon wieder. Das Update ist jetzt durchgelaufen. Es hat so ziemlich genau diese 32 Minuten gedauert. Und ich bin jetzt kurz die Einstellung durchgegangen und habe es mir angeschaut. Es hat sich tatsächlich nichts geändert. Wir sehen, die Version 21.06.03 ist nun installiert, heute aktualisiert. Wenn ich nun nochmal wie vorhin auf Radio gehe, wir sehen, er macht den Splitscreen. Wenn ich jetzt auf Map gehe, bleibt der Splitscreen auch auf der Map. Das heißt, man muss hier immer manuell umschalten. Android Auto ist es jetzt soweit gut, dass der Splitscreen noch eingeschaltet ist. Aber die Einstellung dafür ist weiterhin nicht sofort findbar. Ansonsten hat sich jetzt bei dem Update nichts geändert. Wie gesagt, ich bin alles nochmal durchgegangen. Ich habe nichts Neues gefunden. Ich habe jetzt auch noch mal nebenbei geschaut. Im Mototalk Forum wurde ein Changelog gepostet. Da steht auch nur, dass die Laggy Map Run in Areas with lots of 3D Buildings gefixt wurde und irgendein Feature with Speed Camera Warnings geändert wurde. Ansonsten alles dasselbe wie in der Mai-Version. Deswegen, es gibt keine großen Änderungen. Ich sag mal, wenn ihr die März-Version habt, könnt ihr dabei auch bleiben. Ansonsten schaut nochmal ins Mototalk-Forum. Auch wenn ihr die Update-Datei haben wollt, dort wird immer ein aktueller Link gepostet. Wobei das kann auch schon ein paar Tage her sein. Aber normalerweise findet man da den Link. Ansonsten sollte es schon alles gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar kurze Infos zum neuen Update geben, dass sich eben nicht viel geändert hat. Wie gesagt, bei PHEV-Fahrern kann sich was geändert haben. Das kann ich euch aber leider nicht zeigen. Dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.